Also, wir alle lieben Griechenland, richtig? Die Traumstrände, das unfassbare Essen. Aber seien wir doch mal komplett ehrlich. Dieser Weg vom Flughafen bis zum eigentlichen Urlaubsort, naja, das ist oft ein absoluter Albtraum. Genau deshalb schauen wir uns in diesem Explainer heute ein wirklich geniales Community-Projekt an. Eines, das diesen ganzen Transferhorror in einen absolut entspannten Roadtrip verwandelt und bei dem man nebenbei noch richtig Geld spart. Okay, steigen wir da doch direkt mal ein. Habt ihr das schon mal erlebt? Man steht am Antener Flughafen, die Sonne brennt gnadenlos vom Himmel, man ist völlig übermüdet vom Flug, klammert sich schweißgebadet an seinen riesigen Koffer und realisiert plötzlich, oh, ich muss diesen ewig langen Weg zur Küste jetzt komplett alleine bewältigen. Der Stresspegel explodiert förmlich. Aber wie genau wird aus so einem Reisestress jetzt ein entspannter Roadtrip mit völlig neuen Leuten? Erstens, die Motivation. Eine familiäre Geschichte. Stellt euch das mal vor. Dr. Apostolos Papasilikas erinnert sich an diese richtig guten alten Zeiten zurück. Im winzigen Fiat der Familie wurde auf dem Weg vom alten Flughafen munter gequatscht. Zu dritt. Die arme Mutter musste das einfach irgendwie ertragen. Aber hey, es war ein absolut stressfreier, gemütlicher Tür-zu-Tür-Service. Tja, bis sein Bruder Nikos, mittlerweile ein wahnsinnig viel beschäftigter Zahnarzt, diesen bequemen Abholservice für die Familie zeitlich einfach null mehr leisten konnte. Zweitens, das Problem. Eine waschechte griechische Odyssee. Und hier haben wir die absolute Zeitleiste des Grauens, wenn man zum Beispiel nach Eritrea will. Schnallt euch an. Erst ewig auf die Metro warten. Dann ein 20-minütiger Fußmarsch, bei dem man sein schweres Gepäck durch die drückende Athener Hitze zerrt. Danach in den Bus und ganz zum Schluss noch auf die Fähre. Das Allerschlimmste an der ganzen Sache: verpasst man auch nur einen einzigen Anschluss, sagen wir mal die Fähre, dann beginnt das stundenlange, zermürbende Warten wieder komplett von vorn. Drittens, das Matching. Wie Taxisplit eigentlich genau funktioniert. Dr. Papasilikas hatte dann irgendwann diese eine zündende Erkenntnis. Er hat realisiert, da sind jeden einzelnen Tag Tausende von Wildfremden, die exakt dieselbe Odyssee durchmachen. Zur gleichen Zeit, zum gleichen Ziel. Sie wissen halt nur absolut nichts voneinander. Und genau hier kommt das absolute Herzstück der Plattform ins Spiel. Ein striktes Zeitfenster von genau 90 Minuten. Der Algorithmus arbeitet im Hintergrund und sucht gezielt nach Leuten, die in diesem Fenster am selben Flughafen landen und buchstäblich in dieselbe Richtung wollen. Das Ganze ist in der Praxis wirklich absurd simpel. Schritt 1, man trägt seine Flugdaten ein, völlig kostenlos. Schritt 2, das System sucht in diesem 90-Minuten-Fenster nach passenden Matches. Schritt 3, man bekommt einfach die Kontaktdaten der anderen per E-Mail zugeschickt. Und Schritt 4, man arrangiert das dann selbst, bucht gemeinsam das Taxi und teilt sich die Kosten. Für diese wirklich clevere Vermittlung bittet die Plattform am Ende lediglich um einen freiwilligen, fairen Beitrag von 4 €, wenn es geklappt hat. Wie extrem flexibel das ist, sehen wir im echten Leben ständig. Da haben wir Soloreisende wie Maria und Thomas, die 40 Minuten versetzt landen und sich spontan zusammentun. Oder Familien, zum Beispiel eine 4-köpfige Familie aus Wien und ein Pärchen aus Berlin, die entspannt zu 6 tagen. Und das absolute Highlight an so einem belebten Sommerfreitag? Eine Kette von 15 völlig fremden Personen, die vom System aneinandergereiht werden, weil sie alle zeitgleich ans selbe Ziel wollen. Was hieran jetzt wirklich interessant ist: Wenn plötzlich 15 Leute matchen, dann mietet da natürlich niemand 4 teure Einzeltaxis. Ist ja logisch. Die Gruppe bucht dann einfach gemeinsam einen super bequemen griechischen Kleinbus. Aus diesem massiven Logistikproblem wird so eine gigantische Ersparnis für jeden Einzelnen. Und ganz ehrlich, die Urlaubsstimmung, die steigt da schon direkt bei der Abfahrt, weil der Stress einfach weg ist. Viertens, der Ausblick. Gemeinsam durch ganz Griechenland. Wenn wir das mal zusammenfassen: Aus einer rein familiären Notlösung ist ein Projekt gewachsen, das die Spielregeln wirklich verändern kann. Die große Vision für die Zukunft: Das System soll so massiv ausgebaut werden, dass Leute von absolut jedem noch so kleinen Urlaubsort in Griechenland mit ihren Matches zu jedem beliebigen griechischen Flughafen fahren können. Das spart nicht nur unfassbar viel Geld und Stress, sondern verwandelt völlig Fremde auf Knopfdruck in eine kleine Reisegruppe. Kostenlos anmelden, Mitreisende finden, gemeinsam ankommen. Probiert das bei eurem nächsten Griechenlandurlaub wirklich einfach mal aus. Denn mal ganz im Ernst, wer weiß schon, wen ihr bei eurem nächsten Kleinbustransfer kennenlernt. Vielleicht sitzt ihr ja abends schon mit genau diesen Leuten in der Taverne und stoßt auf den Urlaub an. Wäre das nicht der absolute Wahnsinn?